Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist nichts anderes als ein moderner Ablasshandel. Man führe sich das einmal vor Augen. Ein Unternehmen oder ein Bürger mit einem schlechten Energiegewissen kauft sich für Geld Zertifikate, um seinen eigenen CO2-Ausstoß auszugleichen. Das bedeutet, ich drücke jemandem Geld in die Hand, um ein sauberes Gewissen zu haben. Hi, schön, dass du da bist. Ich bin David von Ich sehe das so und wir schauen uns jetzt einen Artikel an von der Wirtschaftswoche. Wir tauchen ein. UN vermittelt offenbar unwirksame Klimazertifikate. In einer Art Online-Shop der UN können Verbraucher und Unternehmen billig ihre CO2-Emissionen ausgleichen. Nach Recherchen der Wirtschaftswoche und des Online-Magazins Flip ist ein Teil der dort angebotenen CO2-Zertifikate aber offenbar wirkungslos. Darum geht es doch eigentlich um nichts anderes, als dass ich als Bürger einem Unternehmen Geld gebe, um ein sauberes Gewissen zu bekommen. Ja, natürlich, es werden dort Sachen gemacht, die anderen Menschen in anderen Regionen helfen, etwas Positives aufzubauen. Wenn wir einmal den Weg des Geldes von dem Bürger über das Unternehmen bis hin zu dem Klimaprojekt verfolgen. Und wir müssen wissen, Geld ist immer in Gefahr, in Bedrängnis, wenn es sich bewegt. Dann wird bestimmt auf jeder einzelnen Station eine Person sein, die sich einen Teil des Geldes in die Tasche steckt. Das ist erstmal so richtig, denn nichts funktioniert ohne Bezahlung. Klar muss ein solcher Workflow auch bezahlt werden, aber man verliert dort doch absolut die Kontrolle darüber, wie viel Prozent von dem Geld auf den einzelnen Stationen einbehalten wird und wie viel schlussendlich in dem Projekt landet und ob das Projekt, wo es landet, auch wirklich sinnvoll ist. Nach Recherche des Online-Magazins Flip und der Wirtschaftswoche könnte ein erheblicher Teil der dort angebotenen Billigzertifikate wirkungslos sein. Nach Einschätzung von Carsten Warnecke vom New Climate Institute wird die Öffentlichkeit getäuscht. Ja, es ist schwierig, so etwas durchsichtig zu machen und je mehr dort angeboten wird, desto mehr schwarze Schafe werden sich dort mit Sicherheit finden. Das ist leider unumgänglich. Flip und die Wirtschaftswoche untersuchten unter anderem ein Staudammprojekt in Brasilien, dessen CO2-Zertifikate ein brasilianisches Unternehmen in dem Online-Shop der UN anbietet. Nach Angaben verantwortlicher Mitarbeiter des Betreibers wäre der Staudamm auch ohne das Geld aus den Zertifikaten gebaut worden. Das Projekt spart demnach keine zusätzlichen Emissionen ein. Also, auch ohne das Geld, das über die Zertifikate in das Projekt floss, wäre der Staudamm gebaut worden. Das bedeutet aber auch, dass die Finanzierung dort bereits gesichert war. Was wiederum bedeutet, dass die On-Top-Finanzen über die Zertifikate dort mit eingeflossen sind. Und somit wurden die Portemonnaies von dem einen oder anderen Akteur unter Umständen dicker, als sie es rechtmäßig hätten werden sollen. Nur eine Vermutung, aber seien wir ehrlich, die Welt ist böse und sowas passiert öfter als man denkt. System auf Basis von Lügen und falschen Kalkulationen. Der weltweite Handel mit CO2-Zertifikaten steht immer wieder in der Kritik. Mit solchen Zertifikaten, wie sie unter anderem im UN-Online-Shop vertrieben werden, kompensieren viele Unternehmen ihren CO2-Ausstoß und bewerben sich in der Folge als klimaneutral. Die Recherche zeigt nun, in welchem Ausmaß die Vereinten Nationen, die den globalen Markt für Klimakompensationen maßgeblich mit aufgebaut haben, in den Skandal um wertlose CO2-Zertifikate verstrickt sind. Also nicht nur der Bürger reinigt sein Gewissen durch diese CO2-Zertifikate, auch die Unternehmen waschen dort ihre Westen, um sich als klimaneutral zu präsentieren. Die tatsächlichen Auswirkungen auf das CO2-Budget des Bürgers oder des Unternehmens, das die CO2-Zertifikate kauft, bleiben fraglich. Es ist aber schon erstaunlich, dass dieses so selten thematisiert wird. Vielen Dank dabei an die Wirtschaftswoche und das Magazin Flip, dass sie sich diesem Thema angenommen haben. Aber es sollte wirklich auch thematisiert werden in der Politik und in den Nachrichten. ARD, ZDF, Tagesschau, Heute, was auch immer. Ihr solltet darüber berichten, ihr solltet den Bürgern zeigen, dass die Geschichte mit den Zertifikaten zwar gut gemeint ist, aber oft
schlecht umgesetzt ist. Und dass es dabei oft nur darauf ankommt, ein sauberes Gewissen oder die saubere Weste zu haben und das Label klimaneutral tragen zu können. Wenn dir meine Arbeit gefällt, solltest du diesen Kanal unbedingt jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bedanke mich bei dir jetzt schon. Du solltest dir auch jetzt unbedingt dieses Video hier anschauen. Wenn du dabei nichts Neues lernst, wirst du auf jeden Fall wunderbar unterhalten. Garantiert. Wir sehen uns gleich drüben. Bis gleich. Tschüss.